Und damit sag ich hier an dieser Stelle mal wieder Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Gibbous, a Cthulhu Adventure, wo die großen Alten wahrscheinlich kurz davor stehen, sich zu erheben und nur ein Detektiv ohne Schuhe, ein viel zu alter Student und eine sprechende Katze können sich ihnen noch in den Weg stellen. Und das kotzt mich gerade tierisch an, dass ich diese Anmoderation jetzt verkackt habe. Das ist echt mal ärgerlich. Ja, das Festival in Fishmouth hat begonnen. Ketype hat sich undercover da eingeschlichen. Und ich glaube, wir sind ganz, ganz kurz davor, etwas ganz, ganz Großes zu entdecken. Und da ich ehrlich gesagt auch so ein ganz kleines bisschen die Hoffnung hege, dass wir den Bums heute noch durchkriegen, das fände ich nämlich noch mal so ein richtig schönes kleines Präsent hier so unmittelbar kurz vor den Feiertagen, würde ich sagen, werde ich heute hier in diesem Fall gar nicht so großartig viel anmoderieren, werde gar nicht so großartig viel vor mich herblubbern, sondern nehme jetzt noch einen Schluck zu trinken. Hier, da, so traditionsgemäß. Oh, hallo. Hier, meine sprechende Kitty ist auch da. Ne? Hä? So. Okay, dann würde ich sagen, was wird das hier? Kannst du nicht einfach da auf der Lehne bleiben? Geht das nicht? Nein. Naja. Ich werde schon trotzdem irgendwie an die Maus rankommen, glaube ich. So. Und ich starte jetzt einfach mal den Bums. Und dann schauen wir. Ich starte jetzt einfach mal den Bums. So. Und dann schauen wir mal, wie weit wir. Was machst du denn hier gerade? Warum denn schon wieder Milchtritt auf? Naja, also mir. So. Ach, ich hänge wieder hier unten. Wartet mal. Ach, ich pack mich mal wieder nach da oben. So. Wie sieht das denn jetzt zwischensequenzmäßig aus? Da kommt natürlich noch einiges, aber gerade zum Finale hin wird natürlich auch gerne mal, sagen wir, ist das eigentlich laut genug? Moin. Die Katze liegt jetzt übrigens auf den Kabeln meiner Kopfhörer, deswegen sitze ich hier so ein bisschen gebeugt. So. Das erste, was ich hier auf diesem Bildschirm jetzt erblicke, ist natürlich ein schöner, großer, roter Knopf, der niemals und unter gar keinen Umständen gedrückt werden sollte. Und wisst ihr, was das erste ist, was ich unbedingt machen will, wenn ich einen großen roten Knopf sehe, der niemals und unter gar keinen Umständen gedrückt werden sollte? I don't like my chances of surviving that. Gotta think of another way. Das ist enttäuschend. Press this button, worm, and we all die. Press this button, worm, and we all die. Okay, was haben wir denn? Dann vielleicht mit der Brechstange hinten das Bedienfeld öffnen? Oh, das geht, glaube ich, sogar.
Ketype's got leverage. Aha. Ich habe in der letzten Zeit, glaube ich, zu viele andere Adventures gespielt. Hier so Shadow of the Comet und tatsächlich inzwischen auch schon den entsprechenden Nachfolger, Prisoner of Ice. Ja, der ist tatsächlich auch schon abgedreht. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Damit geht es dann unmittelbar nach dem Abschluss von Shadow of the Comet als VOD-Let's Play auf dem Kanal übrigens weiter. Und da ist es so, mit Rechtsklick untersucht man Dinge und mit Linksklick, also zumindest bei Prisoner of Ice, mit Linksklick benutzt man sie und mit Rechtsklick untersucht man sie. Und da bin ich voll drin, aber hier muss ich ja Linksklick und dann Untersuchen machen hier. It seems to control some kind of security apparatus. Don't touch unless one escapes, worms. Looks like a view of this room from above. And there's a cage hanging overhead. Huh. So the button opens both the door and the monster's pits. Devious. That's one monstrosity secured, and all the rest of them loose. That's all the creeps loose, but at least I'm safe once I press this button. I don't see a better option. Auch nicht. Also schauen wir einfach mal. Es gibt einen großen roten Knopf in der Mitte der Halle, aber er könnte das, was in diesen Gruben ist, befreien. Ich finde es besser heraus, bevor ich ihn drücke. Der große rote Knopf öffnet das, was ich für die Tür zum eigentlichen Labor halte. Und die Gruben der Monster. Es gibt nur einen Schutzkäfig, den ich bewegen kann. Ich sollte das besser richtig machen. So, Ketype. Keine Müdigkeit vorschützen hier. Ah. Jetzt. Ja. I don't know what that is, but it wants me dead. Sollen das Schogoten sein hier? No time for that. I ain't touching it. Ich fass das doch nicht an. Hier ist, unsere Kitty hat sich hier übrigens gemütlich gemacht. Kann man sie sehen? Gerade so, ne? I hate to admit it, but I was shaken. Experiments or not, scientific reality or abhorrent supernatural nightmare. These horrible blobs of flesh, limb, and rot existed. I could still smell their indescribable presence, even though they were all gone. God knows where. It really takes a lot to shake me, but I was shaken. Okay, aber sie haben da irgendwas liegen lassen, ne? Was ist denn Kieselstein, ne? A bunch of pebbles. Must have fallen from the ceiling when the cage descended. Keine Reaktion. Yeah, I might need these. Ja, man weiß nie, wozu sie gut sind, ne? Slightly charred piece of wood. Who knows where it came from? Ich habe eine Theorie, wo es vielleicht herkommt. Ja, und dann gucken wir mal ins eigentliche Labor, ne? Lasst uns einmal ins Labor gucken.
Was war das? Die I was Monsters, ne? inside the butcher's inner sanctum, and I'd expected this place to be lousy with guts and gore and parts and pieces, but this wasn't that. This was, well, colorful. Colorful in a way that makes a Joe uneasy, and it set me to wondering what this guy had for triangles. So many triangles. Ja, aber nicht nur Dreiecke, ne? Was denn du für Geräusche, kleine Maus? Hm? Die kleine Nuri. Ich habe es in das innere Heiligtum des Metzgers geschafft. Der Strom ist allerdings ausgefallen. Ach du Scheiße! Ja, dann fangen wir mal an. I've noticed these dust mounds everywhere around here. Huddle! Huddle together, lovelies! What? Ugh, no. Who knows what this stuff actually is? Ich habe eine Theorie. A strange device. Moin. Do as father tells you, little one. No idea how to use this. And there it was. A loose handle hanging conspicuously from the door of an empty cabinet. Das ist wirklich sehr dunkel, ne? Ist teilweise kaum zu erkennen hier. Stupid flies need to learn. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den hier mache? Ich kann mich kaum bewegen wegen der Katze. Ja, ist ausreichend, oder? Is this wretched world prepared for him? Not likely, not likely. Halt, stopp, warte mal, was war das denn? Ihr habt das aber eben auch gehört, oder? Oder fange ich an, Stimmen zu hören? Schon wieder. A painting of a wing. Stylistically, very similar to the central piece. Every single flap one of my doing. My desire! I don't feel good about this. No apparent way of directly interacting with it. Wo bist du, Ornstein? Okay, das ist natürlich interessant. Some kind of control panel looks embedded in this area of the wall, along with the shelves. Left! Point left! It isn't powered. Schade. Oh Gott, ey, so viel Zeug wieder hier. I've noticed these dust mounds everywhere around here. Huddle! Huddle together, lovelies! What? Dann ist das ja wahrscheinlich alles sehr ähnlich hier, ne? Of all the things in here, those alone seem to justify this nutter's nickname. This won't hurt a bit, little worm. Ich kann das teilweise kaum erkennen, was das für Sachen sind, weil es so dunkel ist hier. Kann mal einer das Licht anmachen, bitte? Kraken, Drachen, It's an was? uneducated guess, but judging by the number of cables coming out of this thing, it might be what powers everything in here. Warum? Just break it off, little fly. Okay, das fasse ich als Aufforderung auf. I'd love to, but I see no apparent way of turning it on. A couple of vertical openings. Something's missing here. Ein paar vertikale Öffnungen im Stromgenerator erwecken den Anschein, dass ich einen Hebel hineinstecken muss. Auf der Suche nach einem zweigliedrigen Objekt. Da mache ich jetzt aber nicht extra die Hose für Just auf. break it off, little fly. Was?
Where are you, Bestie? Gucken wir uns erstmal die Papiere hier auf dem Tisch an jetzt. So, was meint ihr denn? Wären wir heute fertig? So viel Spiel kann doch da gar nicht mehr kommen, oder? Die Papiere, die auf dem Schreibtisch des Metzgers liegen, sind in einer seltsamen Sprache. Mit Ausnahme der Buchstaben M, C, H, K. Was ist das? This must be the butcher's desk. Worms. Worms. Flies. Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass wir heute nicht fertig werden und beim nächsten Mal dann quasi nicht mehr genug Spiel über haben, dass sich das tatsächlich dann auch für einen vollwertigen Stream lohnt. Ach, ausgerechnet da bei diesen komischen Papieren gibt es jetzt wieder keine Botschaft, ja? Natürlich. Das ist frech. It's definitely a control panel. Controlling what? That remains to be seen. Worms and flies. Diese Konversationen sind sehr einseitig, habe ich das Gefühl. I stared at the kraken head, and it seemed to stare back at me with its blood-red eyes. A little unsettling, I had to silently say to myself. And you shall breathe true life. Who... True life? Was it dead to begin with? No apparent way of directly interacting with it. So, okay, jetzt haben wir noch die Bücher und mehr Bücher. Und dann An assortment of books, but they're all written in what's either an alphabet unknown to me or code. These are not for you. Entschuldige bitte, ey. They're no use to me. Und hier drüben? An assortment of books, but they're all written in what's either an alphabet unknown to me or code. These are not for you. Die also auch nicht, okay. So, Hebel. I don't see an opening to stick it into. Yeah, this fits. But if this is a power generator, it might make for a shocking experience. You have been lied to. Ich glaube, der Griff ist das, was ich brauche, um das Gerät wieder einzuschalten, aber ich brauche dafür einen stoßfreien Griff. I've put a nice round hole in it. So ist besser, ja? Alright, got myself a shock-free switch. Jetzt bin ich aber gespannt. Ah, jetzt. Ja, und jetzt kann man auch was erkennen. Jetzt, wo ich mir alles schon angeguckt habe. Super. Yes, power's back on. Was genau versuchen wir hier an dieser Stelle jetzt eigentlich gerade konkret zu erreichen? Ich frag für einen Freund. You will learn to fear the Carnifex. Wenn ich jetzt einfach anfange hier an den Dingern rum, das sieht aus wie ein Ah. Jetzt. Ja. Es gibt symmetrische Bedienfelder an etwas, das wie Türen aussieht. Links und rechts zum Labor. Die benötigten Zugangscodes scheinen eine Kombination aus Richtungspfeilen zu sein. Und etwas, das ich für ein seltsames Alphabet halte. Ja, mal genau das gleiche. Ach du Schande. I am the sheep that strayed from the herd. Oh, das sieht ausgesprochen kompliziert aus. Meint ihr, das ist ein ausgesprochen kompliziertes Rätsel, Leute? No idea how to use this.
quickly cycles through some biological imagery. Ach hier, das zentrale Bedienfeld könnten wir nochmal. So, da ist jetzt, warte mal, wie war das? Es gibt ein Bedienfeld direkt über dem Schreibtisch. Ein Code mit 4 Buchstaben in einem seltsamen Alphabet, von dem ich vermute, dass es die eigene verrückte Kreation des Metzgers ist. MCHK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt 21, 2, 3, 4, 5, 26. MCHK, ne? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M. C. Where are you? A. K. Ist doch K, ne? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K. Ne, es ist L. Das ist K. Deswegen ist auch nichts passiert. Aha. Okay. So, alphabetstechnisch ist es einfach nur abzählen. Aber wir brauchen noch einen Hinweis auf die entsprechenden Richtungen, wa? Nothing on the cover but a triangle. This better not be written in gibberish. Rest, friend. Little puppets of flesh and machine. Ach, verdammt. Au, au, au. Tschüss, Nuri. Lass es dir schmecken. Nuri marschiert in Richtung der Näpfe. MCHK. Oder besser gesagt, die entsprechenden Buchstaben in Metzgersprache waren der Zugangscode. Jetzt blättere ich durch, was ich für eine Art Tagebuch halte. Ich werde das jetzt nicht extra über... Nein. It's littered with discarded pages full of gibberish. Or code. Das können die jetzt nicht erwarten, tempting as oder? it is, I'll pass. This must be the Versuchen wir es mal mit dem hier, was? PAY. Ich weiß nicht, ob das die 3 sind. Vielleicht soll ich mir ein Foto machen oder irgendwas. You have been lied to. Also, das hat hier unten so einen Wirbel. Man macht sich das aber schon einfach, wenn man einfach so 1:1 die Buchstaben gegen andere Buchstaben ersetzt, ne?
Das ist richtig, das ist auch richtig, aber der hier nicht. Das ist nämlich der hier, ne? Nee, das ist nicht der, das ist totaler Quatsch. Das habe ich nicht gesagt, das ist der hier, ne? Das ist irgendein anderen, der auch nur entfernt so ähnlich aussieht. Der könnte es auch sein. Der ist es auch. Was ist das denn? Der Code für das Bedienfeld auf der linken Seite war Bay, wobei alle Pfeile nach links zeigen. Nichts als ein klaffender Abgrund und ein Stück gerissener Stoff dahinter. Whatever passage used to be here, it's now a big, black, intimidating hole. Okay, das ist intimidating. Take it down. I'm not really into exploring huge chasms with no bottom to be seen. It's a small piece of ripped cloth caught on the edge here. Idiot! Left toward the bay, right toward the EOD. Get it through your thick skull. EOD, okay. Das dürfte dann der Code für die andere Seite sein, ne? Ich habe das Mal des Jägers mit dem zerrissenen Stück Stoff benutzt. Jemand hat geschrien, links zur Bay, rechts zum Eod. Aha. I really don't need it. Maybe just its story. Na dann, Eod also, ja? E. O. D. Okay, das war jetzt deutlich weniger kompliziert, als ich auf den ersten Blick befürchtet habe. Ach, Eod, der esoterische Orden von Dagon. What did we do? Trusted the butcher, put our faith in the carnifex. Double-crossed by that freak. Denying the dreamer his meal, running away with it. That was his payment for our stupid, misplaced loyalty. How do you think this looks like in the eyes of Father Dagon, huh? And I tell you right now, it is as clear as pure seawater to me that the starry knowledge was always behind that lunatic. I know some of you do not see the starry fools as a threat. Ha! You think me mad? You think I am making this up? Es gab ja mehr als einen Kult, ne? This very night, a false preacher was spouting blasphemies about Mother Hydra and Father Dagon right outside the Finman house. Das ist ja unglaublich. Good thing a true believer cast the first stone. Gerne. Well, egg. And the crowd swiftly dealt with the poisonous snake. But it happened. Truly it has happened in our fishmouth during our festival. Worauf will er eigentlich hinaus da? Okay. Okay. Ich lege das hier mal wieder zur Seite. What have we done, brothers? Kooky, freakish cultists. I can't throw the Haunter's Mark that far. Nicht? Look at those idiots. Kooky, freaky. Those mounds of Wahnsinniger, food withdrew regierungsvoller, into the schaukelnder, Kraken's verbeugender, gaping maw. barfüßiger, kniender, umfangreicher und bescheidener. I don't want them to know I'm here. Why, we could have feasted on them for months and praised Dagon's name to the skies and to the green abysses. Barracuda breath. Was? He did butcher us, didn't he?
Okay, ich kann jeden einmal abwerfen, ja? In the Das ist face das Rätsel? of Dagon, praise his dark name. Son of a Nebula. Moment, was war das? That's strange. Step up! Step up and offer yourself, and we may yet Da appease ist him. einer von dem Sternenorden dabei. Das ist ja genau der Orden, der Ketype damals entführt und eingesperrt hat. Das ist ja gar nicht der esoterische Orden von Dagon gewesen, sondern diese Sternenbruderschaft. Da war ja was. Son of a squid. I tell you, brethren, these insidious story knowledge maggots know no shame, and be not fooled. They have infiltrated our ranks. Stars fall on you! Stars? I thought these guys were all about I fish. speak the truth. They may be in our midst right now. Ist das wirklich das ganze Rätsel hier? Klick jeden einmal an? Das ist ja herausfordernd. Yes, believe it. Stinking stingrays. Stinking Stingrays. Das finde ich schön. Hunter curse you! Haunter. Enough of this masquerade! I knew it! Treason! There is but one true God, you fish-loving heathens! And his name is the Haunter! How dare you speak that name in the house of Dagon? You broke into our temple and stole the Trapezohedron! Now Nee, you're das war ich going tatsächlich. to pay! We'll feed you to the fish! Give us the book! No, you give us the book! Oh my God, little kid! What are you doing? Nun. Was zur Hölle passiert da? As Rome burned and Nero watched and fiddled, so too we witnessed the fish take vengeance on the fishermen. Not sure it's the right comparison, Mr. Bizarra. I'm just worried about the kid. Das No da? need, Gramps. I'm well and happy. No one's hurting the fishies anymore. And their bellies are nice and full now. You really shouldn't have witnessed that. Except you sort of made it happen. Well, it's all over now, Grandpa. Look, water's draining and the fishies are returning home. A Das ist das perfect Ende, oder ending was? of the festival for everyone. Das kann jetzt nicht das Ende sein. Wir müssen doch Kitty noch Don't zurückverwandeln. call me Grandpa. Okie doke. I'll be on my way. Before Mom and Dad and Grandma notice that I'm missing. It's been fun. See you around. Take care, kid. Die Kleine world ist mir we nicht so live ganz in, huh, geheuer. Mr. Bizarra. Thank you for your business, by the way. I sincerely don't know whether thanks are in order. I'm more confused with each passing hour, but my resolve grows stronger. So, what are you doing in this building of all places? Keeping tabs on the esoteric order? Looking for Olmstein? Sightseeing? You might joke about the sightseeing, but that is part of why I'm here. All across this accursed world, the storm rages ever more powerful, and I strongly expect some kind of sign soon. What sign? And why here of all places? Maybe a reason for a bell to ring through a terrible storm. News sure does travel fast. This is the highest steeple in Fishmouth, with the grandest, most resonant bell in miles. Ah, yes. This is where Ja. I'll wait for a sign, for as long as it takes.
And awaken the beast? How do we know that's a good thing? We don't, but it is written, so it shall come to be. This could be the start of a fascinating philosophical debate. If only we had time. Ist das wirklich so eine gute Idee, sowas zu machen, einfach nur, weil irgendwer das irgendwann mal in irgendein Buch geschrieben hat? Da hinten schwimmt irgendwas. I need answers. I need to know what the hell's going on here. Ask. I've come across terrible things in the butcher's pits. What were they? It is clear to me that Fishmouth holds more secrets than can be dug at in this small window of time we have, and time is not on our side. Not since we found that damn Necronomicon. Some use it to spawn horrible monsters. Some to make cats speak. Some might say it's the same thing. How do we fix that? Ich hab's auch What gedacht. Ormstein allowed, Ormstein can undo. Find the enemy, thwart his plans, and Ormstein will reward you. I wish I had your confidence, Barnabas. Ich bin ja sehr gespannt, ob wir diesen Olmstein tatsächlich noch treffen. There is this sign that's associated with Olmstein. Tell me what you think it means. Could be the visual representation of a formula, a constellation. Could be a map. Thanks. I'll give it some thought. Das war jetzt aber gerade so eine absolute Nicht-Antwort, ne? Er hätte doch einfach sagen können, oh, weiß ich doch nicht, Alter. Help us find and stop this butcher, Barnabas. Carnifex terribilis. What did you find out from scouring Fishmouth in its festival hours, Seeker? The butcher was definitely in cahoots with. The Esoteric Order of Dagon. I'm convinced he used them to raise some kind of sea creature, codenamed MCHK. The Half-Gufa. And what of its purpose? The meal. That's what they called it. These EOD kooks thought they were raising the sea monster as an edible tribute to Dagon. They trusted the butcher. Huh. He obviously took his meal, this MCHK, whatever it is, and escaped. Question is, where'd he go? Any ideas? Not exactly, but keep this in mind. Ormstein always watches, and always leaves something behind to push you in the right direction. Well, ain't that nice of him. I don't have time for this. I've gotta go. I gotta meet Buzz and Peace and try to put the pieces together. The other guide you. Do your best to find out where the butcher is headed, and put an end to his plans, whatever they are. I will stay here and Wait for a sign. See ya, Barney. don't call me that. Ich mach, was ich will, okay, ey. Ah, Hey, kids. He's back. Nice place you've got here, Don. Glad to see you made it all right, buddy. Scared the seinen living Namen daylights out vergessen. of us. No offense, dude. None taken. Yeah, Fishmouth was interesting. Met your dad finally, Peace. Oh yeah? Is he alright? He's good. He's in a steeple, waiting for a sign. Sounds like Dad. Can we please skip the niceties and put our heads together? Right. I made my way into the butcher's laboratory. Sorry, bad flashback. Would you please excuse me? Sure thing, Otis. Go get some rest. Otis, da denke ich immer als allererstes The an Butcher. Monkey Island. He wasn't still there, was he? I just missed him. Bei What dem did you Namen. find that could be relevant? MCHK seemed to be an important acronym. What's that about? I've got a theory. MC might stand for massive creature? I mean, that's what it supposedly is. As for HK, half Goofa king? Massive creature, half Goofa king. I might be very wrong on that. Either way,
He apparently used the cult to get the monster bred and fed, and Versucht, then was ran wert. away with it to who knows where. The half-goofa. What will he do with it? Huge biological weapon under your control. I can think of a number of things. Oh boy. We need to get this guy. That's great and all, but my problem? Remember what this is really all about? The butcher and Olmstein? There's a connection there. We gotta stop always being one step behind him. The festival. Fishmuth really knows how to party. What I can say for sure is that the esoteric order's been brought down a few notches. And so is the Starry Knowledge cult. Nice going, man. Wasn't me who did it. It was a short, weird little girl who really loves her fishies. That actually makes a lot of sense. Yeah, other than that, I'm afraid Fishmuth and its creepy inhabitants remain a mystery. For now. The stabilizing element. Olmstein's constant. What did that say again? A terrible storm and 3 bells ringing throughout it shall awaken the beast. What are your thoughts on it? Das weiß ich doch nicht. The end to all this. What Peace said when I called you guys. It makes sense. I just don't know that I want all this to end with a beast awakening. None of us really do. I stand by my conviction. Just like the Necronomicon, this is all just ever-changing chaos. So Olmstein wrote the ending down and set it in stone. Wrote the ending? What does that even mean? He is not like us. Can't you grasp the concept of divinity? If he wrote it down, it will happen. Oh, man. Ach, Mist. Where are we on Olmstein's sign? I'm stumped. What do you think it could be? Constellation? So that was the first thing we thought of, but it doesn't match any known stars. Still feels like something viewed from above. Wait, I have an idea. Hand over that mouse, Buzz. What? I'm not prying into Don's personal files. Warum nicht? I'm not prying into Warum nicht? I'm not prying into Don's personal files. So, okay, das ist Olmsteins. I'm not prying into Don's personal files. Don Junior ist ja auch interessant. Da, oder? Maybe it's a map. Aber eine Karte wohin? Kann ich das drehen? Es passen immer nur 2, ne? Na gut. There was a bell in Paris. There was a bell in Forum Maris. Don, you said my dad's in a steeple in Fishmouth. There's a bell there too. What do you know? It's Point Nemo. Ja. Wait, what? Was sollte es auch sonst sein? Earth's pole of inaccessibility. It's the one point in the ocean that's farthest from any land. There should be nothing there. Maybe look it up in recent news on that, the thing there. Looking it up on the thing. Okay, what I'm finding are crazy conspiracy theories about expeditions to Point Nemo going back more than a century. Anything remotely recent? Decades ago, a ship called the Alert, rumored to be carrying a huge cargo of explosives, never returned Sprengstoff. apparently. Sounds, encouraging. So we got 3 bells plus Point Nemo. That's got to be it. We're going, right? Hold your horses, buddy. Say we go there. What do we do about the bells? I can get a hold of Vlad. I can find a way to reach Dad. I got Serge eaten out of my palm.
so I'm sure we can coordinate. Ring them all at once. We can awaken the beast, but do we want to? Or does that help the butcher? Think about it. If he ran away with it, it means that the butcher's in control of this monster. This beast, right? Just a theory, but these bells might snap the creature out of it. Yeah, 3 bells ringing thousands of miles away. Completely realistic. No, it makes a lot of sense and it fits the constant. Let's get in touch with all 3 of them and tell them to, wait for a sign. We're a creative bunch. We'll come up with something should we need to, right? Preparedness has always been our forte. What do I really have to lose at this point? The end of the world it is. It's just the farthest point from land. Doesn't really end there. It doesn't, huh? Tell me more. This is gonna be one long trip. Und so beginnt es. Also das Ende. Ne? Punkt Nemo. Ist übrigens interessantes Trivia-Wissen, was man sich in seinem Gehirn abspeichern kann für irgendwelche Quiz-Shows oder so. Punkt Nemo, der Ort, der am weitesten von jeglichem Land entfernt ist. Ladies and gents, it's kinda crazy, but we're really here. As far away from civilization as humanly possible. Not just humanly. Oh, right. 3 months worth of rent money says what we're looking for is on the top of that mountain over there. I don't know. Did you see that crazy-looking beach? I think our best bet is to split up and... Search for clues? Well, yeah, actually. It might increase our chances of finding this butcher. Peace. How about we take the mountain? Oh, Cat, I hope you brought sunblock, because it's time to hit the beach. Buzz, don't make this worse than it has to be. I'm sorry, I'm nervous. Nervous? Okay, scared. I'm really, really freaking scared. Let's do this. And whoever finds the butcher first? Actually, I don't know. Fingers crossed. Ich habe eine Frage. Wie genau kann das hier Punkt Nemo sein, der Ort im Meer, der weiter von jeglichen Landmassen entfernt ist als alles andere, wenn wir hier einen Berg und einen Strand haben? Rein theoretisch, so pur nach Definition gehend, ist das doch noch nicht mal ansatzweise Punkt Nemo, oder? Point Nemo. Hopefully, it all ends here, once and for all. Is it me or does this place seem off somehow? And for some reason that huge not quite full moon up there is particularly bothersome. Gibbous. What? Gibbous. Almost but not quite fully revealed. It's what you call that kind of moon. Whatever you say, Madam Scientist. Da kommt also der Name her. Whoa, what? What is this? Das kam jetzt unerwartet. I don't know, but you look repulsive. What is this? Naja, auch nicht viel schlimmer als vorher, also. You sort of look like discarded deli meat slapped together. No! What? This is not me. You just got transformed, against your will, into something you despise. Sucks, huh? I'm an abomination, kiddy. But I didn't even do anything. Oh God. Oh no. You think this is permanent? Apparently not. Oh! What now? What do I look like now? Basic? Blocky? Everything is squares. I'm squares. Ah! Whoa. Yeah, I kind of prefer the previous look, to be honest. What fresh hell? What even am I? Some kind of... You're like, I give up. I feel a panic attack coming. This place is really doing a number on you. Wait, I'm back. Was passiert hier? Praise the infinite universe. I am back. Oh, that was scary as... I hate to be the ever cynical one, but I have a bad feeling. I think it's... What? Yep, it's cyclical. No, no, no!
The bad news is you seem to keep transforming. The good news, it's only happening to you. What can we do, Kitty? Suck it up and press on, Kerwan. Oh, you're right. Let's keep going. Wie, jetzt ernsthaft? So, wir haben nur das nur das Necronomicon in unserem Inventar. Oh nein. Oh, bitte sagt mir nicht, das sind jetzt irgendwelche Timing-Puzzles, wo ich die richtigen Sachen in der richtigen Form machen muss hier. Apparently that's what they call a gibbous moon. Almost completely visible, but not quite. Ich war die ganze Zeit am Überlegen, was Gibbous wohl bedeutet, also wo der Name von dem Spiel eigentlich herkommt, aber ich war ehrlich gesagt auch zu faul, um es tatsächlich direkt nachzuschlagen. She's cooled me enough on moon phases today. I'm sort of focused down here, actually. Still mad about being humanized? Very much so. Okay, just checking. Kitty, help me out. How do we get past these arches? It's got to have something to do with this morphing business. Huh. By the way, I've been meaning to tell you. I think I feel the Necronomicon, vibrate. Maybe it's just you, shaking in your pants? Maybe. Das Necronomicon vibriert. Bizarre, moss-covered monoliths are strewn all over this beach. I can see disturbing hieroglyphs all over them. No idea what they stand for. This place makes zero sense. Bewegen wir uns auf Rillier zu, Were oder I was? more literarily inclined, I'd say that it's almost metaphoric in a way. Hat er einen Thesaurus gefressen, oder was? But it's just a stupid moon. It's a normal-looking archway. I mean, normal considering the circumstances. Looks very passable through. I don't know how to describe it, but it looks both painterly and pasted on. Really strange stuff. Okay, ich hab's verstanden. It just looks surreal and out of place. Gehen wir erstmal durch den normalen Bogen. Huh. Made it through. Come on, Kitty. So, der ist aufgemalt. Wir wissen, was das bedeutet. Das heißt, wir müssen jetzt einmal warten, bis er seine malerische Form hat, ne? Was haltet ihr denn von der Reise bisher so? Alles, was bis zu diesem Punkt hier passiert ist. Was zur Hölle? Schlacks, schlacks. Oh, God. It's like a living, throbbing, organic archway. It's grossing me out, man. I know I'll have to, but I dread even coming close to it. Ugh. Das ist nicht das schwierigste aller Rätsel, ne? It's a really blocky arch thing. It's like it's not fully loaded or something. Very pixelated. Tap, tap, tap. Los, beeil dich, Kerwan. So, wir sind durch. At least we're putting this insanity to use somehow. Ja, aber natürlich. Just keep going, please. So wie immer halt. Aber wie kriegen wir Kitty hinterher? Wir können doch nicht ohne Kitty weiter hier. Not going further without Kitty. That's where we need to make it to. Man, I hope Dawn and Peace have it easier than us. Looks like quite the climb. We'll get there, together. I can't pass through for some reason. Musste ich jetzt wirklich den ganzen Just Weg nochmal keep zurück? going, please.
Something's stopping me from passing through this arch. Ach, das ist nicht euer Ernst, ne? Oh, Entschuldigung, bin gegen das Mikrofon gekommen. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Bitte entschuldigt. Ach ja. Bei dem Spiel hier kommt da nicht so eine schöne vorweihnachtliche Stimmung auf. Müssen wir was probieren, weil wir haben nichts anderes außer dem Necronomicon. Also, wenn wir Kitty irgendwie mitnehmen müssen. Und jetzt den Zyklus wieder abwarten, ja? Huh. Made it through. Come on, Kitty. Kitty, help me out. How do we get past these arches? It's got to have something to... Huh. By the way, I've been meaning to tell you. I think... Maybe it's just... Ich wusste, dass das funktioniert. Whoa. What the heck did you do, Kerwan? It worked. The Necronomicon actually worked on you. Did you think I wasn't going through enough already? Look at me! I know. But this might be helpful. So. Na ganz ehrlich, wir brauchen die normale Kitty. I hate you, Buzz. Good to know you stay the same regardless of definition. Das muss ich jetzt wirklich hier einmal durch, damit sie als normale Kitty durch den ersten Bogen geht? Hätte ja wohl schon mal mitkommen können, ne? Oh no. This is insulting. I don't know. You actually look kinda cute. Shut up, you monster. Muss ich mal ausblenden, weil Buzz oben rechts in der Ecke redet. Ist mir gerade erst aufgefallen. Entschuldigung. So, und jetzt beweg deinen Arsch, Kitty. Well, at least you can turn me back to normal. Beweg deinen kleinen, zuckersüßen Arsch. Aber Leute, das ist doch kein Rätsel. Das ist doch einfach nur nervig. Das wäre toll, wenn sie sich beide gleichzeitig bewegen könnten, damit ich jetzt nicht den ganzen Zyklus warten muss. Leute, habt ihr noch ein bisschen Zeit? Kitty kann schon mal durch den nächsten Bogen. Wir kommen gleich hinterher, soweit es passt. So. Ah ne, warte, das passt nicht, ne? Oder ist sie Pixel Kitty? Sie war Pixel Kitty, ne? So, jetzt ist aber gut hier, ne? So, at least we're putting this insanity to use somehow. Just keep going, please. So, nächster Bildschirm. Auf geht's. Ole, ole. Verwandeln wir uns immer noch? Ja. Das heißt, es ist noch nicht vorbei, ne? It's like this stone thing with holes in it. It's called a steel. How do you know these things? Naja, zum einen, weil es da als Tooltip steht, ne? Also, das hätte jetzt sogar ich gewusst. Those holes, though. Moment, in meinem Looks Kopf like it klang might das have a besser. function.
It's a wall of huge boulders. Not very compact, though. You can almost see through the openings between them. I wonder what's behind them. Kitty? I think I'm overestimating her strength here. Ja, aber sie hätte sich vielleicht durchquetschen können. Was, sei doch nicht immer so engstirnig. So, wir merken uns, dass wir hier eine Stele haben, ne? Falls wir sie irgendwie benutzen müssen. Ich zähle auf euch. Ihr behaltet das mit dem Hinterkopf und erinnert mich zu gegebener Zeit daran. Oh, what the heck is this now? I. Much like myself, everything is shifting between these 4 states. I'm cool with one of them. Bonkersville. I'm doing my best to ignore the insanity surrounding me. Und wie schlägst du dich da so was? Sag doch mal. Gigantic pits, and there's bubbling lava down there. Warum ist es am Ende dieser Geschichten eigentlich immer Lava? Immer. There's also the occasional low rumbling. Yep, everything's gonna be fine. Da unten steht was vom 4. magischen Kreis. Das würde ja implizieren, dass es auch einen magischen Kreis Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 gibt, richtig? A magic-looking circle. It's on that disgusting throbbing island there. Maybe I could somehow activate it. Doesn't seem to do anything by itself. I think we'll have to work together on this one, Kidde. All right, I trust you. I'm officially in full collab mode. Wenn das mal kein Fehler ist, Kitty. Praise the Gibbous moon. Okay, bleibt sie da oben stehen, während wir jetzt wieder zurückmarschieren? Oder was zur Hölle macht er da? Nee, sie kommt mit. Hey, can you try and see if that thing activates? Okay, krass, dass das tatsächlich funktioniert hat. Ich muss im Hinterkopf behalten, dass die Formen, die verschiedenen Verwandlungsformen hier diesmal eine Rolle spielen. Guten Tag. Und, sie sind... Hallo? Repulsive, but pretty darn useful. So, hier sind ein paar Wesen. Looks like a statue of 2 strange-looking beings. Their heads are trilobed and weird. Trilobed? I'm impressed. They seem really interested in sword-holding dude. A pretty badly damaged statue of a humanoid holding a sword. That sword looks really neat. It's really weird. Whenever I look at it, I kind of feel the Necronomicon vibrating. Okay, dann weiß ich genau, was wir gleich probieren werden, aber vorher... Half of a carved-out globe on some kind of pedestal. Is this supposed to be a planet? An asteroid? Kinda looks like one of those trilobed beings is peeking out from inside it. Eerie. Ja, da, ne? Stimmt. Where have I seen this branch before? Oh, it's killing me. Oh, wait, that's right.
painted on the wall right across from the dorm. What the heck? Dude, this is freaky. It looks pretty firmly attached to the spheroid. Nah, there's gotta be another way. Gut, dann probieren wir jetzt mal. Aber was bringt uns das? Ah, jetzt, ja. I'll just pick it up. Kitty, du stehst im Weg. So, okay, wir haben jetzt ein Schwert. Ich hoffe, dass ich das Schwert nicht mit diesem magischen Zirkel benutzen muss. I won't even try it. I'm carrying around an alien triangular sword. Neat. Also ich glaube, das ist schon die richtige Kombination hier. Aber... I'd rather not use the book here. Aber warum denn I nicht? can't cast the book in the fiery pits. I Aber still warum denn need it nicht? for Kid A. Ach, Unrealistic approach. ah. Moths to the flame, to the flame. Looks like a magic circle on that collage-looking island. So, aber was bringen diese magischen Maybe I Kreise? could somehow activate it. Muss ich jetzt... Ich blende mich einfach nochmal aus hier, wa? Wenn wir jetzt wieder warten, bis er hier eine bestimmte Form angenommen hat, oder wie läuft das? Oh, I think I got it. I still don't get it. It's the states. The states need to fit. Come on, we got this. So, jetzt brauchen wir Pixel Kitty. Jo, hallo. Viel Spaß beim Putzen. Ich persönlich hasse Putzen. So, jetzt können wir Kitty wieder da hochschicken. Für normale Kitty.
Müssen wir alles mit allen verbinden vielleicht? Oder? Das wäre jetzt wieder Collage Kitty hier. Das ist nicht Collage Kitty. So, Collage Kitty mit dem Monster Ding hier unten, ne? This is where it all ends. Dann fehlt noch normale Kitty mit Pixelkreis. Ah, tatsächlich, alles mit allem verbinden. Und dann passieren Dinge. Kitty! Diese Rätsel und sämtliche Ereignisse, die hier gerade stattfinden, das ist schon so ein bisschen Brainfuck gerade, oder? Great. A massive slab of stone is blocking my progress. There's a peculiar indentation in it. Blocked progress. Story of my life. I can't budge it, so Kitty can't either. I don't stand a chance of even budging it. There's no vibration here. Thoughts on how to get past the big door in the cavern? There's something about that shape carved into it. Ja. It looks squarish, like you do sometimes. You do too, when I want you to. Don't remind me. Ja, da haben wir den Ast jetzt, ne? Den Zweig oder wie auch immer das Spiel es vorhin genannt hat. Can you believe this morphing craziness? It's even worse for me, so don't complain. Ich glaube, ich kann mich erstmal wieder einblenden. You only shapeshift when I want you to. Exactly. Dude, what is the story here? Feels like we're, I don't know, shifting between universes here. How can this exist on Earth? I'm betting anything that it's not a natural phenomenon. There's got to be some influence that's only exerted in this place. What influence? Where from? Look at the sky, Buzz. Does it look normal to you? Yeah. Kitty? What? You know when you look, painted? I know I shouldn't be laughing, but I can't help it. The way you scurry around. Yeah, well, you don't even look funny, just disturbing. Ugh. Yeah, true. You're not wrong, you little rat. Na gut, dann warum erwische ich immer das zum Laufen? So, dann watscheln wir jetzt nochmal zum vorherigen Bildschirm, wa? Müssen irgendwie an den Ast kommen. Vielleicht können wir dazu auch wieder das Necronomicon nutzen. Oder eventuell kann Kitty uns dabei unterstützen. Oder vielleicht hat ja der eine oder andere von euch auch eine Idee, wie wir das lösen können hier. Nah, there's gotta be another way. Das war jetzt einfacher als erwartet. Ich glaube, ich muss hier mal viel mehr mit dem Necronomicon experimentieren.
Da oben. Watschel, Watschel. Was zur Hölle machst du da eigentlich gerade, Kerwan? Erde an Buzz. Na, da sind schon wieder magische Kreise. Another magic circle. It's on top of an organic-looking pillar. Oh, das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst. Wer bist These du? are the final words of Captain Johansson of the Alert. I don't have any kind of recording device. I only hope this ungodly place with all its strange magic will somehow retain my last utterances. Whoever you are, if you can hear this, know that this wretched place you've made your way to must be wiped off the face of the earth. That is what me and my shipmates on the Alert came here to do. Once we deciphered the sign, we left Oslo for Point Nemo with a ship full of explosives and fuses, hell-bent on destroying this island where the evil book is at its most powerful. I won't waste my breath on my exploits concerning the Necronomicon. If you are here, you must be aware of the generations it has tricked into playing its awful roles, and then led here to be made to disappear. When we embarked on this journey, we knew full well of the dozens that have failed before us. However, we have accomplished more than any of them. This horrible island is surrounded by active underwater volcanoes, and I can only hope that we've managed to rig them all to explode to trigger their eruption. We have started with the detonator on the highest mountain peak and worked our way down. It did not come without sacrifices. The crew was driven crazy by the monstrosity of what they kept transforming into. By the time we were setting charges underwater, myself and First Mate Green were the only sane men left. That's when we saw it. My God, we had found more than we had bargained for. The thing that should not be. We were driven mad with fear. I fled in terror, and somehow clawed my way into this hall. I am probably on the side of the island we had not explored, and I see no way out of this hall where my bones will find their final resting place. I can only hope that Green set all the fuses before he lost his mind. Or his life. If someone ever hears this, the detonator, on the highest peak, bury this place, and the horror that slumbers beneath. Nun. Ich finde das heute übrigens irgendwie ein total unangenehmes Wetter. Ich finde das auch unangenehm frostig. Someone's earthly remains. Someone who never made it out of here. Und mir ist richtig kalt. Mir ist normalerweise nicht kalt. I feel the Necronomicon vibrating as I look at them. Das heißt, entweder ist es richtig beschissenes Wetter draußen oder eventuell werde ich krank. I don't want them. So, und Kitty. Kitty! Kitty! Are you dead? Are you alive in there? Still kicking, Schrodinger. Oh God, are you okay? Can you breathe? What do we do? Yeah, I can breathe all right. There are mechanisms inside this thing. That's good to hear, because I see nothing on my end here. We can't let this slow us down, Buzz. Try and figure out your way forward while I work on this. On it. Hier passieren Dinge. Ach du Scheiße. Oh no. Some kind of knot inside this big stone slab. How many more obstacles do you have in store for me, Point Nemo? Ja, der Point Nemo strengt sich ganz schön an, um unser Vorankommen hier zu behindern, ne? Gotta find a way to solve this. I've rearranged it. Nothing changed. I've
I've rearranged it. Nothing changed. I've rearranged it. I've rearranged. I've rearranged it. Nothing. Desperate times call for desperate measures. Dann halt so. Hauptsache, das war kein Fehler. Kitty, can you hear me? I've opened this door. We can keep going now. You can keep going. This contraption is way more complicated than I had anticipated. Go on ahead without me, Buzz. What do you mean? I can't just leave you behind trapped like this. Didn't you hear that ghost thing? All the volcanoes around here are rigged to blow up. Just go, Buzz. Find the butcher. Dawn and Peace might need you. I'll be okay. I'll try to make my way out of this trap. Kitty, I can't. Just go already. And be careful, Numbskull. Aber Kitty! I love you. Get the out of here, Kerwin! Kitty! Leute, wir können doch jetzt Kitty nicht einfach zurücklassen, oder? Lassen wir jetzt Kitty einfach zurück. Ich kann Kitty nicht zurücklassen. Kitty ist das absolute Highlight dieser Geschichte. Whoa, I did not expect this here. What in heaven's name is this place? How can all this be here? Habe ich eigentlich schon mal die Frage in den Raum gestellt, was genau eigentlich ein Hafgufa ist? Ich meine, dieses Spiel ist definitiv nicht das erste Mal, dass ich dieses Wort höre. Und nichtsdestotrotz kann ich es trotzdem nicht so ganz zuordnen. It's a book about ancient folktales. It's open at Transylvania, Romania. Huh. This page describes the Miwara and Azor myth. Weird. This next page is about the castle and I think Vlad's ancestors. And the masks. This can't be a coincidence. It's a book about ancient folktales. It's open. This looks like there used to be pictures in these, but they're gone. Looking closer, there's a lot of wear and tear. Like they've seen a lot of different pictures come and go. Who put all of this here? Who lives here? Could it be? Werden wir jetzt endlich mal diesen ominösen Ormstein treffen? This is straight up bizarre. There are framed pictures of some objects I've come across ever since this whole adventure began, like the exploding package and Priscilla's doll, but also of others that I don't recognize. These other objects vary from unusual to ancient. What's the point of all this? Who the heck could this strange place belong to? A framed picture of an unusual crystal. I don't recall ever seeing this before. Maybe it's the stone from the stars that gave Dawn his mark, but there's really no way of knowing. Weird. Ja, wir werden ja wahrscheinlich mit Ketype und Peace auch noch mal ein paar Rätsel hier lösen müssen, ne? This looks just like Olmstein's sign, except there's a crazy amount of lines connecting tens and tens of dots all over the place. Can this mean that there are more than one signs? Möglich? Olmstein, I can't wait for you to answer all my questions. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich passieren wird, mein Freund. I know what that is. Why it's framed and on display, that's a different story. Why would these three pictures be displayed more prominently than the others? I'm sick of looking at it. Huge porthole looking into a greenish abyss. There's something off about it, though. It's like it's shimmering every once in a while. Das ist richtig. I'm getting a very strange vibe from it. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir uns nicht mehr verwandeln. Whoa. The title of the book is A Storm Over Fishmouth. What? Should I look deeper into this?
While on an antiquarian tour of an isolated fishing village called Fishmouth, a man called Robert Olmstein has an unexpected revelation. Olmstein? Robert Olmstein? What does this mean? Weiß ich nicht. Let's see what this page says. It had all started with the strange fishiness of the local populace, but now it was clear. There was more, so much more to this. It was as if whispers of dark ancient legends, revelations of unfathomable ancestry, madcap globe-trotting adventures, and the ever-present threat of slumbering horror were all coming together into one blood-red line under the watchful eye of the Necronomicon. Das klingt, als wär's aus irgendeinem Filmtrailer oder sowas. Holy hardcover hermetical history. I've stumbled onto something big. I'll just keep reading, I guess. These stories are too dark and beautiful not to come to life, uttered Olmstein with an enigmatic smile. Even the one ending with this world's complete destruction. There is no story if there is nothing at stake, came Olmstein's answer. The roles are set, the actors will come and go, and we will be here, watching. And controlling it? Sometimes, when the time is right. Why not make it always? Always. Where is the fun in that? And he let go of the book, watching it drop in slow motion into the crowd below. The end. Okay. It's the Earth with a moon on a rotating arm attached to it. There's long red string hanging from the moon like it was cut or something, and I'm seeing dozens of shorter threads hanging from places all over the globe. The greenish light coming in from the portal is only illuminating 3/4 of the moon. Also ein Gibbous. Ein Dreiviertelmond. I'm leaving everything as it is. This book is called The Case of Basil Dexter Kerwan. Basil Kerwan, a bookish nobody counting the days away behind his office desk, unveils a century-spanning relationship between himself and a wizard named Corvinus, and tries to avoid slowly transforming into something he detests. The pages are all crossed out and scratched over. It's hard to make out anything more. So, da fällt mir natürlich direkt als allererstes der Name Kerwan nochmal wieder auf. Das ist ja auch eine H.P. Lovecraft-Referenz. Das hat ja zu tun mit dem Fall des Charles Dexter Ward, was eigentlich eine relativ coole Geschichte ist. Corvinus? Oh no, I'm starting to feel faint. I've had enough. I'd better move on. Da geht's um Totenbeschwörung und Do I really want to go already? Haven't looked at everything in here and who knows if I'll ever get a second chance. Wir haben uns nicht alles angesehen. Was fehlt denn? Wir haben uns doch alles angeguckt hier. Ich gehe jetzt einfach weiter, oder? I'm out of here. Dawn and peace need me. Goodbye, strange room. Auf in die Schlachttore. Ew. Was ist das denn? Like a moth to the flame, you finally made it! The carrier. Right on time. Buzz, turn around! Run! Was ist den beiden geschehen? No, no, no. That is where you are wrong, little zealous fly. It is not him carrying the book. It was always the book carrying him here. Nonsense! We were always right on your tail, Butcher. Oh, because you chose to, right? Adorable. But enough about that. Hand over the book, carrier. Or what? Or I constrict those electricity fields and zap your friends just like the bugs that they are. Not until you tell me what you want it for. Oh, come on. What difference does it make to you? This will all play out as it must, regardless.
Let us stop wasting time. I can just read a spell and end you. We both know it does not work that way. It already worked once. Do I have to spell everything out for you? It worked once because it was written that it would. You had no say in this. The book chose the role, and now it returns to me for its final performance. Das ist Olmstein? You're insane. Olmstein ist der Metzger? Olmstein, or whatever he's calling himself. Nein, ist er nicht. We Okay. are all just actors in his little production. Until you hand the Necronomicon over, that is. Production? Like a play? You have not caught on yet? Tough. I have no time to lay it out for you dimwits. Book, now. You owe us an explanation. I owe you nothing. But it really is simple, little fly. You are all prisoners in Olmstein's web of fiction, while I will claw my way out of it. So what's the book for? A fine seeker you turned out to be. It is the magic wand in the illusionist's toolkit. This thing called Olmstein likes his stories. He simply set loose the magic wand into our boring world and watched it turn myth into reality. So many possible storylines he planted seeds for. The carrier, the seeker, the protector, the beast. Same roles, different actors. So much more fun when you defy all laws of nature and existence. Give me the book! Planted seeds? I need to know. Is he divine in nature? Forgive the cliche laugh, but the idiotic question warranted it. What difference does it make? What will you use the book for? The crowning achievement of my life's work with flesh and blood and metal. Breathing life into one of Olmstein's favorite characters. Aber. Soll das da hinten eigentlich das Hafgufer sein, oder was ist das? The mind-controlled hyperkraken. For now. But what matters is what it shall become. Ya Cthulhu! He who dreams at the bottom of the sea, awaiting his awakening. The perfect triangle. The huge pair of wings you dug up in foreign Maris. The first angle. Wings of the dragon. The oversized kraken you raised in Fishmouth. The second angle. Head of the kraken. You. The third angle. Iron will of man. Aha. You're just mind-controlling some poor Frankenstein creature, you psycho. Part man, part kraken, part dragon. Made one by the Necronomicon. And now, Also ja, das da hinten ist das moon is Hafgufer. right. The moon is right. Oh, Olmstein. Fine bunch of actors you were dealt this time. They have seen all and understood nothing. No, wait. Olmstein, the moon, the Necronomicon, the Kraken. I think I'm starting to understand. Are you Na, now? wenigstens einer von uns. Olmstein wanted the monster here. And why is that? Because every good story needs a monster. A monster that the heroes can smite, using the awesome power of the Necronomicon. There is just one little detail that is off. We're early, aren't we? Indeed. Only when the moon is full does Olmstein regain control over the Necronomicon. He set it up that way, and it is beautiful. Until then, the book is useless to you, while long have I studied its wicked pages. I know how to rein its chaotic majesty in. Oh, no. His eye in the sky, not yet fully open to our doings.
Praise the gibbous moon. My time to strike. You Ich bin ganz ehrlich, ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick. The story would have gathered us all here nonetheless, just a while later. Congratulations on overcoming all those obstacles so quickly. Danke. You should have taken your Dankeschön. time. So Olmstein is an... Impress me. What is Olmstein? A god. He must be a god. We are all messing with things that we don't understand. Speak for yourself, little fly. Das ist das Finale hier had ist, enough oder? talk now. Last warning before they die. Okay. Here. Was tust du? Welcome back, old friend. Was, warum? So now what? You'll just become... Cthulhu! Devourer of souls! An end to this wretched joke of a world! Destroy the world. That's it? You either haven't thought this through or you're just bat-crap nuts. Negotiating terms, little fly. Yes, they're in control right now, up there in the moon. But once I stamp this world out, when just me and them are the ones left standing... What happens? Appreciation for a mortal that became a god. For the pawn that broke the rules and checkmated the king. I have created life before. And I will destroy and then repopulate this world the way I see fit. Olmstein will never allow it. Start over from scratch, with an invincible god of death ruling over darkness? Breeding my own ruthless kind. Stamping out the weak. Nothing but chaos for years and years to come? That is not his kind of story. Him and his kind will just abandon this wretched earth, move on to the next toy and leave this one to me. Time to become Cthulhu. Das finde ich jetzt aber nicht so cool. Ah, Get dann it! noch Zeit. Shh, shut up, dummy. How do I stop those force fields? Forget those. All the underground volcanoes around this peak are rigged to explode. The detonator's got to be around here somewhere. Look for that. Blow up volcanoes, awaken beasts from mind control. Got it. On it. Wartet mal kurz. Ich muss das mal kurz abspeichern. So. The Butcher! Finally in my sights and I'm powerless! He's got a lot to answer for. If only I could get rid of this energy field. Just come a little closer, you maniac! I ain't getting anything. I can't reach the freak! Okay, das ist der Metzger. Dann haben wir hier Kabel. This whole place is wired. I'll bet it's wired to blow stuff up. Thick, red cables. They run all over the place. Hard to tell where to exactly. It's impossible to tell where they all lead to. Quickly, hook up the detonator. It dies tonight. Still a lot of junk, but on some kind of raised platform. Hard to see anything under that upside-down box. This is so frustrating. That's it! That's the detonator set up! What? No! No! Da haben wir also schon mal den Zünder. The detonator! Unter diesem umgedrehten There's the Karton da. detonator. Get it! Right below you! All right, let's hope it makes a big enough splash. Not so fast, you verbose vermin. Unless you want to fry, you are not touching that detonator. No. Das ist recht. No! Feel that energy crackling in the air? I've reached the final 3 phases of the incantation. World, prepare to meet Cthulhu! We've got to do something. Ja! Cthulhu vertigen! Damn it! Ah! Go come and nahen!
Umsing, where are you? Tja, dann. Ich speichere nochmal ab, weil es sieht ganz so aus, als hätten wir hier die Wahl zwischen zwei verschiedenen Enden. It's the detonator. Our one chance to send a signal to Vlad and Serge and Barnabas. But it's engulfed in deadly electricity. Oh. I don't know how to do it, but we need to push that button. It's our one shot. Aber ihr könnt doch Kitty nicht We need to opfern. push it and ring the bells. Time's running out. That's the one way out of here. One route back to safety. I think I know what I have to do. Ja, Leute. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Drücken wir den Zünder oder verschwinden wir von hier? Der Zünder oder die Flucht? Diese Entscheidung überlasse ich euch. Also so, ernsthaft, ne? Eure Entscheidung. Aber es ist schon nett, dass alles darauf wartet, dass wir jetzt nochmal irgendwas machen hier, ne? Ich meine, theoretisch hat er seine Beschwörungsformel ja schon ewig fertig gesprochen, aber... Seid ihr noch da? Ah! Einer ist noch da. Okay. Kitty. Es tut mir leid. She's the only one that can move, but no, there's gotta be another way. I can't reach it. She's the only one that can. No, there's. Es gibt aber keinen anderen Weg. Jetzt sei doch nicht so. I can't reach it. She's the only one that can move, but no, there's gotta be another way. Okay, es ist keine Entscheidung. Was soll denn das? Na dann. Go back the way you came, Kitty. It's the only way out. I failed you. I've dragged you along all over the place and achieved nothing. I ruined your life. I couldn't change you back. I lost the Necronomicon. And now this lunatic might turn into a god of death and destruction. You're innocent. Just run. Run as fast as you can. Now, Buzz, it isn't easy to admit this, but I've discovered some surprising things about myself since this all started. Run away? Sorry, but that's not my style. Time for... well, no time left. Bye. Aber Kitty... Aber doch nicht Kitty!
critter! Your sacrifice was for naught! It has not awakened! It has not! Come back, little one! Why won't you listen to me? Aber Kitty... Not the soulless beast she wanted us to think she was. We're all gonna miss her, buddy. It's as if time stood still for her. Das ist euer Ende? To rock and roll!
Keine Schogoten wurden bei der Produktion dieses Videospiels verletzt. Na, da bin ich auf jeden Fall schon mal froh. Ja, wenn die 3 Glocken geläutet werden, wird die Bestie erwachen. Ich habe tatsächlich, als Kitty sich geopfert hat, habe ich schon gedacht, na, ist das die Richtung, in die sie gehen? Wird es darauf hinauslaufen? Und tatsächlich ist es genau so dann auch gekommen. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Das war Gibbous, A Cthulhu Adventure. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass wir das vor den Feiertagen noch durchgespielt kriegen. Ja. Ich hatte tatsächlich, hatte ich letztes Mal schon halb damit gerechnet, dass wir das Spiel abschließen können, dass wir da jetzt noch eine komplette weitere Episode rausgekriegt haben. Doch hatte ich ursprünglich gar nicht so mit gerechnet. Bis auf das doofe Ende. So, was haben wir denn für Achievements geschafft heute? Wir sind ein kompulsiver Kombinierer. So viel kann ich euch hier an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal verraten. Wir haben 100 Mal Gegenstände auf Hotspots benutzt. Der werfe den letzten Stein haben wir auch freigeschaltet. Triff alle Kultisten mit Kieselstein. Das war mehr oder weniger Zufall, weil ich konnte ja im Vorfeld nicht wissen, welches die Kultisten sind, die von den Sternenanhängern da eingeschleust worden sind. Von daher auf den Punkt gebracht, haben wir auch geschafft. Point Nemo erreicht. Zugabe, Zeit für Rock'n'Roll und Ehre, wem Ehre gebührt. Danke euch allen, wir lieben euch. Sehr schön. Aber jetzt würde mich an dieser Stelle natürlich interessieren, was sind denn die Errungenschaften, die wir nicht freigeschaltet haben. Shanty-Spielereien. Häfen bringen mich dazu, laut zu singen. Ja, gut, okay. Keine Ahnung, was man dafür machen müsste. Sagenliebhaber. Kannst du mir noch einmal von dem Wandbild erzählen? Okay, da habe ich mich ja gezielt gegen entschieden. Kultisches Charisma. Ein seltsames Date. Okay. Luftiges Loslachen. Ich brauche dich nicht wirklich. Und 9 versteckte Achievements. Blasphemisches Vermächtnis. Aha. Zweifle nicht an der Forelle. Clairvoyant Conjurer. Die Pentagrammsequenz beim ersten Mal richtig. Gut, da hatte ich einen Fehler drin. Lasst mich. Verwandlungskünstler. Kitty 30 Mal verwandelt. Da habe ich zwischendurch tatsächlich drüber nachgedacht, ob es vielleicht ein Achievement dafür gibt, wenn ich Kitty... Alles in Olmsteins Höhle untersucht. Wir haben in Olmsteins Höhle tatsächlich was übersehen, aber ich weiß nicht was. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wer der Serge ist, den der Ketype am Ende für die Glocke angerufen hat. Der natürlich, das war der Besitzer von diesem
von dem Inn, von dem Hotel da in Paris. Der mit der Glocke, den wir so genervt haben die ganze Zeit. Ah ja, sehr schön. Ja, Gibbous, A Cthulhu Adventure. Ich bin aber tatsächlich der Meinung, dass, gut, ich weiß nicht, ob man es Fortsetzung nennen kann, aber ich meine, die arbeiten zumindest an einem neuen Spiel. Near Mage. Du bist dazu eingeladen worden, den Sommer in Transsilvanien zu verbringen, nur um herauszufinden, dass du einer langen Erbfolge von Hexen entstammst. Triff deinen neuen Vampir- und Strigoi-Klassenkameraden, umarme dein Schicksal und tritt dem Transsilvanischen Institut für Magie bei. Ein übernatürliches Abenteuer aus Transsilvanien von Stuck in Attic. Es sieht auf jeden Fall sehr nach einem ähnlichen Stil aus. Also der Zeichenstil ist schon sehr ähnlich zu Gibbous. Ob das jetzt das gleiche Universum ist und ob wir die eine oder andere Figur, die wir im Rahmen unseres Abenteuers jetzt kennen und lieben gelernt haben, da wieder treffen, weiß ich nicht. Was ich euch an dieser Stelle definitiv schon mal sagen kann, ist, dass ich das Spiel schon auf meine Wunschliste gepackt habe. Hier steht leider nicht dabei, wann es rauskommt, nur bald verfügbar, aber vielleicht lässt sich da ja noch was... Wartet mal. Wie heißt das Ding? Near Mage. Schauen wir doch mal. Ah, Februar 2023. Ja, nee, ist klar. Okay, behalte ich auf jeden Fall im Auge. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall mal eine Reise. So viel kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. War auch mal was anderes. War auch mal was anderes im Rahmen dieser ganzen Lovecraft-Thematik. Die wird ja eher nicht so humorig präsentiert meistens. Nee, ich glaube, es gibt kein alternatives Ende tatsächlich. Ja, aber falls wir tatsächlich in dieses Universum zurückkehren sollten, besteht ja durchaus die Chance, den einen oder anderen liebgewonnenen Charakter nochmal wieder zu treffen. Ich würde zum Beispiel ganz gerne wissen, was ist denn jetzt eigentlich aus Peace, Ketype und Buzz da am Ende geworden? Die sind in die Lichtsäule gelaufen, die Olmstein ihnen runtergeschickt hat, und das war's dann. Und Kitty ist jetzt die Bestie, ja? Die erweckt wurde, als die 3 Glocken gleichzeitig erklangen. Weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial, diese Geschichte noch in irgendeiner Art und Weise weiterzuerzählen. Und ja, was das angeht, bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, was Near Mage uns da so zu bieten hat. So, bevor ich euch jetzt an dieser Stelle in die Feiertage entlasse, gibt's auf jeden Fall noch 2 Sachen, die wir vorher erledigen müssen. Ja, zwei kleine Formalitäten, die inzwischen quasi schon so ein bisschen Standard hier auf dem Kanal geworden sind. Ich fange mal mit der langweiligeren der beiden an. Ja, und nutze diese Gelegenheit, um eure Aufmerksamkeit noch einmal in Richtung der Videobeschreibung da unten zu lenken. Wenn ihr die nämlich aufklappt und ganz bis nach unten durchscrollt, dann findet ihr da unten nämlich einen Link, den ich euch hinterlegt habe. Das ist ein permanenter Einladungslink, der direkt zu unserem Discord-Server führt. Wenn ihr also einen Discord-Account besitzen solltet oder vorhabt, euch in der absehbaren Zukunft eventuell einen anzulegen und ihr gleichzeitig auch häufig mal hier auf dem Kanal unterwegs seid, dann möchte ich euch an dieser Stelle nochmal vorschlagen, dass ihr auf diesen Link da unten klickt und offizieller Teil der Let's Play Better Discord-Community wird. Es gibt da nämlich so ein paar, ich sag mal, Navigationskomforthilfen, die
euch vielleicht noch zu dem einen oder anderen hier auf dem Kanal verborgenen Schmankerl führen können. Zum einen findet ihr da nämlich den aktuellen Sendeplan. Da könnt ihr immer gucken, welches Spiel hier an welchem Wochentag um welche Uhrzeit genau im Livestream in Angriff genommen werden soll. Den halte ich auch immer so aktuell wie möglich. Dann gibt es eine Spieleliste, eine Auflistung sämtlicher Spiele, die im Laufe der ganzen Jahre, die dieser Kanal jetzt in der einen oder anderen Form existiert, hier auch stattgefunden haben. Bei den Spielen steht dann auch immer dabei, ob es sich dabei jetzt um ein vollwertiges Let's Play gehandelt hat, ob wir in das Spiel eventuell einfach nur mal so kurz reingeschnuppert haben, einfach mal um zu gucken, was genau es damit eigentlich so auf sich hat, oder ob das Ganze pausiert oder aus irgendwelchen Gründen tatsächlich sogar abgebrochen werden musste. Für zusätzliche Übersichtlichkeit habe ich euch das Ganze auch nochmal nach Genre sortiert und innerhalb des Genres auch nochmal nach Alphabet. Ich bin durchaus der Meinung, dass man diese Liste ganz gut navigieren kann, um nach bestimmten Sachen zu suchen. Gerade wenn man jetzt tatsächlich eventuell auch ein ganz bestimmtes Spiel im Kopf hat und einfach mal gucken möchte, hat der Rio denn da in irgendeiner Kapazität schon irgendwas zugemacht? Und wenn das Spiel nicht auf dieser Liste auftauchen sollte, wenn ihr es nicht finden solltet, dann könnt ihr die Vorschlagsbox nutzen und das Spiel da rein posten, damit wir das bei Gelegenheit dann hier gemeinsam im Livestream mal in Angriff nehmen. Ich kann euch nicht sagen, wann. Das kann relativ schnell gehen. Das kann aber auch sein, dass das ein paar Monate dauert, bis wir dazu kommen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was das für ein Spiel ist, ob wir da jetzt ein Let's Play von machen wollen oder ob wir da eventuell nur mal reinschnuppern wollen, für welche Plattformen das verfügbar ist, wie lang das Spiel ist, wie viel das kostet, also da spielen ganz viele verschiedene Faktoren rein. Aber wenn es in der Vorschlagsbox gelandet ist, dann habe ich das auf jeden Fall auf dem Schirm und werde das bei Gelegenheit dann definitiv zumindest auch mal gemeinsam mit euch hier auf dem Kanal anzocken. Es gibt auch keine Obergrenze, ihr könnt so viele Spiele posten und vorschlagen, wie ihr da wollt. Ich würde euch nur bitten, wenn ihr mir das Leben so ein ganz kleines bisschen erleichtern wollt, dass ihr für jedes Spiel, das ihr da in die Vorschlagbox reinschreibt, eine neue Nachricht schreibt. Das macht es mir nämlich dann im Nachhinein so ein bisschen einfacher, das Ganze auch zu verwalten und zu organisieren und zum Beispiel die Spiele, mit denen wir uns dann tatsächlich auch beschäftigt haben, aus der Vorschlagbox rauszunehmen, damit wir da auch nur die Spiele drin stehen haben, die in der Zukunft dann noch so auf uns warten. So, und das soll es an dieser Stelle auch mit der Formalität schon mal gewesen sein. Aber etwas anderes, was auf jeden Fall ja noch im Raum steht, ist die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? War's das jetzt oder starten wir hier auf diesem Slot wieder ein neues Projekt? Und ja, natürlich starten wir hier auf diesem Slot auch wieder ein neues Projekt. Und natürlich werde ich euch jetzt zum Ende dieses Streams offenbaren, womit es denn hier als nächstes dann so weitergehen soll. Und ich denke, der eine oder andere von euch, der könnte sich durchaus über das nächste Projekt hier freuen. Wir haben da mal was vorbereitet und ich denke, am besten zeige ich euch da einfach den entsprechenden Trailer. Ich habe da schon was rausgesucht. Und dann könnt ihr entscheiden, ob unser nächstes Projekt ein würdiger Nachfolger zu Gibbous ist oder eventuell auch nicht. Ab nächster Woche starten wir hier auf dem Kanal damit. Sturm und Wellen ganz sicherlich warten Abenteuer und mehr Gold auf mich. Legen wir eine Pause ein. Oh, okay.
Das ist nicht ganz akkurat. Ihr seht, es erscheint erst am 25. Januar 2024. Aber bevor wir uns mit der Apollo Justice Trilogie beschäftigen können, die ja die direkte Fortsetzung der Phoenix Wright Trilogie ist, haben wir ja da tatsächlich noch ein Ace Attorney Spiel, das wir vor einiger Zeit angefangen haben und wo wir endlich mal weitermachen müssen, nämlich die Ace Attorney Investigations an der Seite von Miles Edgeworth, und genau damit wird es nächste Woche weitergehen, und bis wir mit dem Spiel durch sind, ist das Apollo Justice Spiel raus, und dann werden wir ansatzlos direkt dann damit auch weitermachen. Ace Attorney kehrt auf den Kanal zurück. Wir spielen endlich weiter. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ich sitze tatsächlich schon seit mehreren Wochen auf heißen Kohlen und warte darauf, euch das offiziell mitteilen zu können, weil ich halt darauf gewartet habe, dass wir mit Gibbous fertig sind. Ja, ich hoffe, das ist so mehr oder weniger zum Ende des Jahres hin nochmal eine schöne Nachricht für den einen oder anderen. Vielleicht so ein etwas verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ich bin auf jeden Fall schon super gehypt. Ich hoffe, ihr seid es auch und seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, um an der Seite von Kay Faraday und Miles Edgeworth und natürlich Dick Gumshoe hier gemeinsam mit mir zu ermitteln. Ab nächster Woche Ace Attorney Investigations 2. Wir starten voll durch. Wir haben es ja schon mal angefangen. Wir haben ja den ersten Fall schon gespielt. Und setzen da an der Stelle wieder an. Die DS-Version mit der, also Ace Attorney Investigations 2, gibt es ja tatsächlich nur in Japanisch. Wir haben eine englische Fanübersetzung, haben wir uns organisiert. Die haben wir beim letzten Mal angefangen. Das bedeutet, es gibt wieder sehr, sehr viel für mich zu übersetzen. Aber wir kriegen das schon hin. Und dann starten wir dann im Januar oder Februar, je nachdem, wie lange wir brauchen, mit Apollo Justice. Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Geduld und für eure Unterstützung und hoffe natürlich, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal noch einen schönen restlichen Tag und im Anschluss dann natürlich noch eine gute Nacht. Und nicht vergessen, feiert schön und frohe Weihnachten. Nach den Feiertagen nächste Woche sehen wir uns hier hoffentlich wieder. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dann.